Hi und herzlich willkommen zu dem Stand der Dinge im Bereich des Diamond Paintings. Ja, heute ist zwar erst Samstag, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob jetzt heute Nachmittag, Abend noch so viel passiert, dass sich das lohnen würde zu warten. Und deswegen dachte ich, ich widme mich den Diamond Paintings jetzt. Ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist, um einmal so ein bisschen zu schauen, was ich die Woche über gepaintet habe. Ja, zuallererst siehst du einmal hier das kleine Eis von den Minis von Karat Art. Und ja, es ist fertig, ist ganz goldig. Hatte ich letzte Woche Sonntag, falls du es gesehen hast, mit dir zusammen angefangen und dann jetzt auch da beendet. Ja, nur eine Kleinigkeit, trotzdem ist sie mit dabei. Dann habe ich noch gepaintet. Ich zeige dir am besten erst hier das Bildchen. Und zwar an meiner Schlange, an dem Tierkreiszeichen der Schlange habe ich gepaintet. Nur so ein paar Felder. Das ist ein Bild von Chalolarias. Es ist 50 x 60. Und ich habe hier das Feld einmal gepaintet. Ich lasse da ja immer so gern die Sachen dran, damit ich genau weiß, was ich noch nicht gezeigt habe. Oder was ich gepaintet habe in der Woche, sagen wir so. So, einmal dieses Fältchen. Kommt schön raus, ihr Bogen hier, in dem sie liegt. Und dann hier oben sozusagen den Hintergrund. Ja. Sehr schönes Bild. Gefällt mir sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass ich das diesen Monat fertig bekomme. Ist nicht so schlimm. Dann geht es einfach mit in den nächsten Monat. Das Bildchen hier war ja ohne Sondersteine. Ich habe selbst mir Sondersteinchen geholt und habe die mit eingearbeitet. Ja, ich bin gespannt, wie hier ihr Kopf rauskommt. Und das hier ist ja eigentlich nur noch Hintergrund. Nichtsdestotrotz will es auch gepaintet werden. Obwohl ich glaube, hier hinten, hier oben, da ist sehr viel J, also ganz viel Colorblocking sozusagen. Nichtsdestotrotz muss ich auf so große Flächen mit Colorblocking wirklich Lust haben. Sonst drücke ich mich da immer so ein bisschen davor. Ja, so ist das. Wie ist das bei dir? Ich mag es wirklich sehr, sehr gern, wenn das immer so ein bisschen abwechslungsreich ist. Also mal so ein Feld, wo man richtig schön Konfetti hat. Dann aber auch wieder hier so eine kleine Stelle, wo Colorblocking ist. Also wo man ein bisschen mehr von einer Farbe einfach paintet, ein bisschen länger. Ja, davon immer eine gute Mischung, finde ich super. Aber das kann man sich ja bei den Bildern eigentlich auch, wenn man so große Flächen jetzt hat mit Colorblocking, auch irgendwie selber einteilen, wenn man das möchte. Ja. Ja, also 3 Felder die Woche hier an dem Tierkreiszeichen der Schlange gepaintet. Das hier Bildchen ist aus dem Shop von Pichu Moon Art. Und ja, 56 Farben, glaube ich, das habe ich aber schon gesagt. Ja, so ist es. So, dann habe ich noch gepaintet. Hier hinten dran
liegt mein Otter, das Mystery, lege ich kurz mal rüber. Das zeige ich dann gleich. Schauen wir uns zuerst den Otter einmal an. Ja, es fehlen noch 3 Felder, der Sonntag, der Dienstag und der Donnerstag. Ja, sehr, sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das Bild doch sich so gut legen lässt, aber es ist ja auch hier hinten im Hintergrund relativ viel die gleiche Farbe oder relativ viel die 3 gleichen Farben und ja, dadurch denke ich mal, hat das diesmal sehr gut funktioniert mit dem Ausfüllen der Kästchen. Das hier ist ein Bild zu einem Event von der lieben Heike auf Facebook und zwar Happy Summer Feeling. Und da habe ich auch für das nächste Event, das ist zum Thema Fantasy und Steampunk. Steampunk und Fantasy, glaube ich, heißt es richtig. August, September. Ja, werde ich versuchen, auch daran teilzunehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich das so hinkriege. Ja, nichtsdestotrotz, das hier ist der Otter von Diamond Art Club. 62 Farben mit Fairy Dust Steinchen und AB-Farben. Ja, und ich freue mich auf dieses Feld. Freue ich mich. Mal gespannt, wann das jetzt in den 3 Tagen oder bei den 3 Zahlen drankommt. Wahrscheinlich jetzt als allerletztes. Aber gut, das ist ja nicht gravierend. Ja, Beste kommt zum Schluss, sagt man doch immer. Ja, auch sehr schön. Der Otter. Jetzt zeige ich dir noch mein Mystery-Bild von Carat. Das ist das Magic Mystery. Achtung, ich hole es und es ist auch gleich richtig umgedreht. Hier. So süß. Ich finde es wirklich total goldig. Das hat 34 Farben. Ich habe es hier in meiner Schublade drin. Das hier darf dich jetzt nicht wundern, die Release Papers, das sind jetzt ein paar mehr, weil ich sie anders geklebt habe. Ja, also ich habe sozusagen 3 Felder gepainted und du siehst hier, das eine Feld geht eigentlich bis hier. Ich habe das hier nach oben geklebt, das eine Release Paper, und habe hier noch so einen ganz schmalen Streifen gepainted und habe die oberen dann einfach quer gelegt. Und deswegen sind das mehr Release Papers. Ja, aber ich habe nur, wie gesagt, 3 Felder gepainted. Ja, ich hoffe ja, dass ich das hier Ende des Monats fertig habe. Das wäre sehr schön. Dann habe ich bis jetzt, wenn das Mystery hier fertig wird, jeden Monat ein Carat Art Bild gepainted. In unterschiedlichen Größen. Ja? Mal schauen. Und mal schauen, ob ich das Jahr über so noch weiter hinbekomme. Ja, mal gucken. Das Bildchen hier ist 40 mal 50 und ist doch wirklich super süß. Die Steinchen liegen gut. Das Weiß ist der neue Schliff. Das Grün hier ist noch der alte Schliff, aber nichtsdestotrotz finde ich, liegen die Sachen sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, und das war eigentlich, ich nehme das Bild wieder weg, so, das ist eigentlich alles, was ich die Woche über gepaintet habe.
Ich habe jetzt die Woche noch angefangen, das wollte ich jetzt mit dir weitermachen. Und zwar hat ja bei der Abstimmung zwischen Twin Spirits und Sleeping Lotus Dragon der Dragon gewonnen aus dem Shop von Dodis Diamond Painting Art Shop. Und da habe ich jetzt angefangen, die Steinchen zu sortieren. Es sind ja 80 Farben. Hier ist einmal noch mal das Bild. Er hat oder sie hat mit knapp, ich glaube 68 oder 63% gewonnen. Vielleicht hast du mit abgestimmt. Das würde mich natürlich freuen. Und natürlich würde es mich freuen, wenn du auch genau für dieses Bild abgestimmt hast. Denn dieses Bild wird gestartet, wird gepainted. Ich habe hier jetzt noch ein paar Steinchen übrig. Stelle ich mal gerade auf die Seite. Und habe dafür meinen 80er Koffer geholt. Du siehst es, ich habe alles schon beklebt. Und jetzt muss es eigentlich nur noch in die Döschen rein. Ja, den Koffer hatte ich dir, vielleicht hast du es gesehen, gezeigt. Das ist der Koffer, der mit sozusagen einer Erstausstattung war mit dem Lightpad. Ich wollte sagen dem Lichttisch, aber es ist ein Lightpad und verschiedene anderen Zubehör, auch so 2 Ständer sozusagen zum Schrägstellen für das Lightpad. Ja, und wie gesagt, er hat 80 Döschen und das fand ich wirklich toll bei diesem Koffer. So, ich habe jetzt noch ab der 58 die Döschen frei und ich dachte, wir kitten die noch zusammen ein bisschen ab und ich erzähle dir einfach so ein bisschen, was die Woche über so los war. Ja, für die Reststeinchen, weil es sind viele Döschen voll, habe ich mir hier so eine Zipptasche geholt mit einmal dem Bildchen dabei und den Rest dann hier reingemacht. Ja. Also es sind schon mega viele Farben und auch mega viele Steinchen. Ich bin echt gespannt. Ja, mal gucken. So, hier habe ich mein Trichterchen und wie gesagt einmal die Döschen. Ja, ich hoffe, deine Woche war schön und dir geht es gut. Und es hat alles so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. So, bei mir war die Woche eigentlich super. Ich kann mich jetzt wirklich nicht beschweren. Auch wenn das Wetter ein bisschen, ja, es war okay. Ja. Also mit dem Gewitter, wir haben es hier etwas schwüler und dadurch dann halt regelmäßig Gewitter. Gut, für die Natur kann man nichts, fürs Wetter kann man nichts, also müssen wir damit leben. Gestern war ich mit meiner Hündin spazieren, gestern Abend. Ein bisschen später, weil normalerweise gehe ich ja morgens mit ihr, bevor ich zur Arbeit fahre. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann nochmal abends eine Runde.
Und ja, aber gestern Morgen, es hat so geschüttet. Ja, shame on me, aber sie hat auch keine große Lust gehabt, rauszugehen. Und ja, hat nach ein paar Minuten schon wieder umgedreht. Gestern Morgen, also am Freitagmorgen. Und dann bin ich halt gestern Abend mit ihr eine schöne große Runde gelaufen. Aber du wirst es nicht glauben. Ich bin losgelaufen und war an der Hälfte der Strecke. Und was macht's? Es fängt an zu rumpeln. Es zieht sich zu von jetzt auf gleich. Und wir beide waren nachher so klitschnass. Wir sind im Wald gegangen, aber wir waren so klitschnass, dass ich echt überlegt habe, steige ich so ins Auto ein. Weil das ist, also, ja, es war alles, wir waren wirklich schön durchnässt. Ich meine, bei ihr, sie schüttelt sich dann und dann hinten hupst in den Kofferraum und hat da auch ihre Decken und alles liegen. Ja, da ist das nicht so schlimm. Die Sachen nehme ich raus, dann immer zum Trocknen, wasche sie einmal durch und dann klappt das. Ja, aber bei mir, ich habe wirklich überlegt, also ich dachte, das kannst du denn machen, so klitschnass auf dich da jetzt dann auf den Fahrersitz zu setzen. Das gibt doch Flecke und also so, ich habe dann gedacht, da kriegst du so Kalkränder nachher, so nach dem Motto. Ja, und was habe ich getan? Zum Glück habe ich immer Einkaufstüten im Auto. Und dann habe ich mir die großen Ikea-Tüten genommen und habe die auf den Sitz, auf die Sitzfläche und hinten im Rücken einmal hingelegt. Und dann, ja, ne? War das so. Und dann sind wir so nach Hause geguckt. Also, gut, man steckt, wie gesagt, ja nicht drin. Es ist halt so, man kann es nicht ändern. Ist ja auch gut so. Aber da dachte ich auch, du hättest doch noch ein bisschen, wenigstens ein kleines bisschen, einfach noch warten können. Naja, was will man machen, ne? Es ist, wie es ist. Ist auch eine Erfahrung wert. Aber da war ich wirklich froh, dass ich noch meine Einkaufstüten drin habe im Auto. Hast du das auch? Also wenn du mit dem Auto ja einkaufen fährst, hast du auch Einkaufstüten drin? Weil mein Mann sagt immer, oh, der sagt immer zu mir, so viel und das gibt's nicht. Was brauchst du die ganzen Tüten? Ja, er hat ja schon, das passt nicht mehr. Ich meine, er hat ja schon recht, aber in dem Moment war ich echt froh. Nee, das lasse ich lieber. Ja, das bleibt. Ja, und dann sind wir einmal durchnässt nach Hause. Ich habe danach den Kofferraum, wie gesagt, einmal komplett ausgeräumt und ihre Sachen dann da auch gewaschen. Und ich bin auch hingegangen und habe sie auch noch mal daheim einmal mit warmen, also so handwarmes Wasser geduscht und mit ihrem Shampoo, weil sie ist ein Allergiehund. Und bevor da jetzt sich irgendwas wieder in ihr Fell festgesetzt hätte, habe ich gedacht, komm, dann, sie ist sowieso nass, duscht sie einmal durch. Ja, da haben wir gleich so nach dem Motto 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich war danach auch duschen. Fertig. Ich habe ja einen Labrador und sie ist ja eine super Liebe.
Aber Wasser ist nicht so ihrs. Also, das mag sie nicht gerne, das Wasser. Wenn sie reinlaufen kann, ist das in Ordnung für sie. Ups, durch eine Pfütze läuft sie auch durch. Sie hat sich noch nie in eine Pfütze reingelegt. Noch nie. Und auch nicht in ein Planschbecken oder sowas. Wenn wir mal in Urlaub waren am Meer, dann ist sie nur ins Wasser gegangen, wenn sie jemand begleitet hat. Ja, duschen, ja, wenn sie nicht allein ist, macht sie das auch, aber nur wenn sie nicht allein ist. Ich glaube, da habe ich ein bisschen in der Erziehung, kann man das so nennen, versagt. Aber gut, es ist jetzt auch kein Punkt, der mich nervt oder stört oder was weiß ich was. Das ist eine Angewohnheit von ihr. Eine Eigenart, die ich persönlich aber nicht schlimm finde. Ja, aber so war das gestern. Ja, und heute ist es hier bei uns genauso vom Wetter her. Es ist unglaublich schwül. Und ja, man denkt auch jedes Mal gleich, zieht sich's komplett zu und es fängt an zu regnen. Aber das ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Es wird zwar immer mal wieder dunkel, aber dann wird es auch wieder gleich nach 5 Minuten so nach dem Motto hell. Vielleicht wartet das jetzt auch wieder bis heute Abend. Wahrscheinlich bis ich wieder rausgehe um 7 mit ihr und dann Jeopardy. Ja, aber gut. Wer hat sowas nicht gerne freitagsabends schön durchnässt vom Spazieren zu kommen? Das ist auch mal ein Erlebnis. Ja. Aber gut, so ist das halt. Ich gehe eigentlich bei jedem Wetter. Also wir sind immer mit Regenschirm, Regenjacke und oder bekleidet, bewaffnet, wie man möchte. Und dann geht's los. Ja, und meistens dann auch. Also abends gehe ich meistens im Wald. Das ist immer eine schöne Sache, finde ich. Ich mag das unheimlich gerne, weil man ja im Wald auch seine Gedanken ein bisschen schweifen lassen kann. Ja, ich gehe meistens, also die Kinder gehen jetzt in dem Alter nicht mehr mit. Ab und an gehen die noch mit, aber nicht mehr allzu oft. Finde ich aber auch nicht schlimm. Und ja, ich bin da meistens mit meiner Hündin allein unterwegs. Und das ist auch völlig okay so. Wie die Kinder kleiner waren. Meine Hündin ist ja jetzt schon 10. Die wird nächstes Jahr 11. Und früher sind die Kinder immer mit. Also da hatten sie auch gar keine andere Wahl, als mitzugehen. Das ist schon fies, sowas, gell? Aber so ist es. Ja. Genau. Und deswegen ist sei ihnen jetzt gegönnt. Aber ich mache das gern. Ich gehe gern mit ihr raus. Und so habe ich auch immer einen Grund. Also ich glaube, wenn ich meine Hündin nicht hätte, würde ich auch gar nicht so oft spazieren gehen. Also ja, eigentlich ja 2-mal am Tag. Ja. Also hat das Ganze auch was Gutes. Ich tue was für meine Gesundheit und ich tue was für sie. Da ist das schon schön. Obwohl das morgens am Anfang, wie ich meinen Arbeitgeber gewechselt hatte, ich habe früher
also ich hatte schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber, habe ich zwischen ja, 8 und 9 angefangen zu arbeiten, und bei jetzt dem ist es schon relativ früh. Da bin ich um 5:45 da. Und ich muss auch noch eine halbe Stunde fahren. Das heißt, ich stehe immer so gegen spätestens 4 Uhr auf. Ja, ziehe meine Spaziergehklamotten an und flitze mit ihr die Runde. Obwohl wir morgens dann so, ja, 20 Minuten, halbe Stunde, ja, gehen. Aber die gehe ich hier bei uns im Ort. Wenn ich da noch wegfahren würde, wäre das ein bisschen lang. Da müsste ich noch früher aufstehen. Nee, das ist dann nicht so schön. Genau, ja. Aber das machen wir immer. Und dann abends immer noch die etwas größere Runde. Natürlich ist sie auch hier bei so Wetter, auch bei uns im Garten und alles. Was ich immer ganz toll finde, ist, sie spielt ja gern mit dem Ball. Also sie apportiert sehr gerne. Und das macht sie auch mit den Kindern zum Beispiel. Wenn wir dann draußen sitzen am Tisch oder sowas und dann spielt man auch mal mit ihr das Apportieren vom Ball her. Obwohl das ist so ein Wuff-Ding ist das, so ein Säckchen ist das, was sie dann holen geht und kein Ball. Ja, so ist das. Hast du Haustiere? Das würde mich auch mal interessieren. Wir haben Haustiere, wie du ja jetzt bestimmt mitbekommen hast. Bei meiner Hündin war früher noch mein Kater mit dabei. Und ja, der ist aber mit 16 Jahren gestorben. Mein Kater war von klein auf bei uns. Ein roter, großer Kater, kastriert. Den habe ich bekommen. Das ist auch so gewesen. Aber da habe ich es früher nicht besser gewusst oder, ach, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war eine Anzeige geschaltet, dass so ein kleines Kätzchen abzugeben ist. Und ja, ich habe ihn abgeholt bei einer Dame, die ihn im Keller hatte. War so. Also die hatte ihn im Keller mit in einem Raum eingesperrt. Und da habe ich den Filou, hieß er, habe ich Filou abgeholt. Also ich habe ihm den Namen Filou gegeben. Den habe ich da abgeholt und der war nur so ein Häufchen. Also der war nicht groß. Und sie hatte aber erzählt, der ist schon 12, 13 Wochen alt und ja, Muttermilch entwöhnt und tralala. Aber ich kenne mich mit Katzen so ein bisschen aus. Ich bin hier auf dem Land groß geworden und vom Bauernhof. Und da war das, also der war keine 12 Wochen alt. Und Futter hat er auch, also richtiges Katzenfutter, Hartfutter, Nassfutter, egal was für Futter. Das war noch gar nichts für den. Ja, also hatte ich den mitgenommen
Der war auch alleine, es war keiner mehr da sonst. Von seinen Geschwistern angeblich. Ja, haben wir mitgenommen und direkt zu unserem Tierarzt des Vertrauens gefahren. Der hat sich angeguckt, sagt er, nee, also 12 Wochen ist der nicht, der ist 6 Wochen alt. Und hier dieses und jenes und ja. Ja, und dann habe ich den jungen Mann großgezogen, sozusagen. Aufgepäppelt, ist bei uns geblieben und ist vor ein paar Jahren, wie gesagt, mit 16 Jahren als Freigänger gestorben. Ja. Da kann man. Ich habe mich gewundert an dem Tag, weil er kam früher wie sonst von seinem Streifzug und ist auch nicht mehr von meiner Seite gewichen. Also der war schon immer mehr auf mich fixiert als auf die Kinder oder meinen Mann. Und hatte auch kein Problem mit meiner Hündin. Und ja, wie gesagt, er kam früher von seinem Streifzug und ist dann bei mir ganz friedlich eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. So kann es gehen. Aber ich hoffe, er hatte ein schönes Leben. Zumindest habe ich alles dafür getan, dass es ihm immer gut ging. Und ja, ich bin auch, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen mehr der Katzenmensch. Aber nach Filou und mit dem Hund jetzt, also mit meiner Hündin dann dabei, weiß ich nicht. Ja, so ein kleines Katzenbaby. Ach, ich glaube, jetzt im Moment ist das nicht so der Fall. So, aber jetzt ein anderes Thema, weil das Thema macht mich ein bisschen traurig und das mag ich jetzt nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir neben Filou, wie gesagt, meine Hündin noch und noch 2 Hasen, 2 männliche Hasen. Die sind aus unserer Nachbarschaft. Die hatten sich Hasen geholt und oh Wunder, sie haben Babys bekommen und nein, so viele möchten wir nicht und nein, das machen wir nicht. Ah ja, kommt. Ist in Ordnung. Die 2 Buben nehmen wir und die Mädchen, die da bei dem Wurf dabei waren 5 Stück insgesamt. Wie gesagt, 2 Buben und 3 Mädchen. Und ja, die Buben haben wir genommen und die Mädchen sind bei den Nachbarn geblieben. Ja. Ja, und die sind jetzt auch schon 5 Jahre alt, die Häschen. Sind Zwerglöwen. Nee, Zwerg nicht. Es sind Löwenköpfchen. Ja, ganz süß und flauschig. Genau. Ja, aber die leben draußen. Also wir hatten sie am Anfang drin. Und ja, die sind jetzt nach draußen gewandert. Die haben ein großes Gehege, also wirklich groß abgesteckt, haben ihre Versteckmöglichkeiten. Und unter der Boden hatten wir den Rasen und alles rausgemacht erstmal. Deswegen waren sie auch eine Zeit lang drin bei uns und haben da abgesichert, dass sie sich halt nicht rausgraben können. Und jetzt können sie schalten und walten in ihrem Gehege, wie sie möchten. Ja. So, alle Farben abgekettet. Also, cool. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ich habe gerade gedacht, der hier Schaumstoff ist ein wenig weich.
schön, alle fertig. Und entschuldige, ich habe glaube ich noch die Fokuseinstellung drin. So, jetzt. Damit das nicht eben so hin und her geschwappt ist. Ja, hier muss ich ein bisschen aufpassen, denn hier sind zum Beispiel, ist die 18 die Zahl, das Symbol, Painting-Symbol, die Zahl 6. Und da muss ich immer ein bisschen Obacht geben. Oder die 40, die 1. Dass ich da nicht aus Versehen mir die 1 greife und das painte. Aber ich glaube, das ist gut zu unterscheiden. Trotzdem, manchmal bin ich da in Gedanken und mir Schussel passieren so Sachen. Aber, wie gesagt, ich weiß es, ich achte darauf, toi toi toi, dass das nicht passiert. Ja, und ich bin am Überlegen, ob ich den Drachen hier für das nächste Event von der lieben Heike nehme und mir wieder in 30 Felder einteile und ihn dann painte in den 2 Monaten, weil der Drache ist ja, der gehört ja zu Fantasy eigentlich, würde ich sagen. Oder was denkst du? Ja, ich finde den super schön. Ich bin mal gespannt, ob man das hier, das geht ja so ein bisschen ineinander über, ob man das nachher, wenn es gepainted ist, so schön sieht wie jetzt hier. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ja, gut. Er ist von der Künstlerin, AI-Künstlerin, glaube ich, Traumpixel, das Motiv. Und wie gesagt, 80 mal 80 groß. Da werden die Felder schon mega. Ich glaube 13 mal 13 hatte ich ausgerechnet. Das ist schon eine Hausnummer. Und dann ist es ja so, dass das, also ich habe ja schon Bilder von Trudis Diamond Painting Art Shop gepainted. Und die sind schon etwas wenig Color Blocking. Ja, also es ist wirklich so ein bisschen mehr Konfetti. Ja, aber zum Glück hier zum Beispiel nicht alle Stellen. Ja, aber trotzdem, ja, mal gucken. Da bin ich wirklich am Überlegen, ob ich das mache. Aber für so ein Feld 13 mal 13, da habe ich schon Respekt vor. Das ist schon nicht ohne. So ein Fältchen. Von da. Bis da. Also das Teil hier, das ist schon groß. Und das so ein großes Feld. Ich glaube nicht, dass ich das an einem Abend gepainted bekomme. Mal schauen. Oder ich fange ihn einfach so an. Aber ich würde halt gern bei dem Event da mitmachen, weil mir macht das wirklich Spaß, dass ich so ein Bildchen habe, was ich halt immer nach und nach painte. Ja, mal gucken. Ja, schwierige Entscheidung. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was du denkst, wie du das machen würdest. Denn ich bin etwas ratlos in der Hinsicht.
Wie gesagt, schreib mir das gerne mal. Schreib mir auch mal, ob du Haustiere hast und wenn ja, welche. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bei meinem nächsten Stand der Dinge Video oder vielleicht am Dienstag. Da möchte ich mein Bild vorbereiten. Wahrscheinlich für das Japan-Event von der lieben Farbenzauberwelt. Ja, mal schauen. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund, achte auf dich und einen wunderschönen Start in die Woche. Mach's gut. Tschüss.